Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf. Jede Frau kommt irgendwann einmal in die Wechseljahre oder Menopause. Der Begriff kommt aus dem Griechischen, Menos für Monat und Pause für Enden, also das Ausbleiben der Monatsblutung. Was wissen wir über diese Phase eigentlich? Ich und meine Mama haben auf jeden Fall mal darüber gesprochen, aber gar nicht so viel. Also ich weiß aber nur, dass eben die Menopause auch mit viel Ärger so ein bisschen verbunden ist, was diesen ganzen Hormonumschwung eben mit sich bringt. Also alles, was ich da mitbekomme, dass es auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit ist. Dass das eben ein Thema ist, was ja immerhin 50% der Bevölkerung betrifft und was aber vielleicht so ein bisschen verschwiegen bleibt. Jede vierte hat keine Beschwerden. Der Rest leidet mehr oder weniger stark unter den hormonellen Veränderungen des Körpers und ihren Folgen. Meine Mama hat immer viel geschwitzt. Ich bin ganz zufrieden. Also so ein paar Sachen, klar, so, ja, Trockenheit, so Sachen halt oder mal ein bisschen depressiver, Stimmungsschwankungen. Wen es trifft und warum, ist bisher wenig erforscht. Das musste auch Miriam Stein feststellen, als sie selbst Beschwerden hatte. Ich war so Anfang 40 und das ging bei mir los mit Schlaflosigkeit, dass ich nicht mehr durchschlafen konnte und auch nachts wahnsinnig angefangen habe zu schwitzen. Und da gab es irgendwie verschiedene Theorien. Ich komme ja aus Norddeutschland, da hieß es dann sofort, ja, das ist, weil du so ein amerikanisches Bett hast, das ist schlecht belüftet. Und dann haben wir tatsächlich unser Bett ausgetauscht und wieder ein gutes altes Lattenrost gekauft. Und es blieb aber. Und ich wurde natürlich müde und ich wurde dünnhäutig. Wirklich, also es war aus der Hölle. Warum die Wechseljahre gesellschaftlich unterschätzt werden, hat sie sich gefragt, dann ausgiebig recherchiert und ein Buch geschrieben. Die gereizte Frau heißt es. Es ist definitiv ein Tabu. Warum wir einfach so viele Jahre gar nicht über die Wechseljahre gesprochen haben, weil Frauen die selber als peinlich empfinden, als unangenehm. Aber wenn man die Konversation einmal startet, dann gibt es ganz viel Redebedarf. Aber woher kommen Verlegenheit, Scham, Unwissenheit? Ich weiß gar nicht. Also das habe ich schon vor ein paar Jahren gelernt, aber es ist jetzt nicht was man in der Schule im Aufklärungsunterricht kam das jetzt nicht dran. Gab es auch einen Ratschlag oder eine Hilfestellung von Ihrem Frauenarzt, von Ihrer Frauenärztin? Eher nicht. Also wenn ich nachfrage schon, aber nicht von alleine. Sind die Wechseljahre nicht genauso Bestandteil der Frauengesundheit wie Schwangerschaft oder Pubertät? Im Grundstudium Medizin werden die Wechseljahre gar nicht unterrichtet. Das heißt zum Beispiel, Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin weiß tatsächlich nichts. Und im Aufbaustudium Gynäkologie kommt es am Rande vor. Das nächste ist die Versorgung und Abrechnung. Es gibt eine Abrechnungsnummer für perimenopausale Beschwerden, aber die wird quartalsweise mit einer kleinen zweistelligen Zahl abgerechnet. Und davon kann natürlich keine Gynäkologin und kein Gynäkologe leben. Und was ist mit dem gesellschaftlichen Blick auf die Frau ab 50? Unfruchtbar bedeutet auch immer noch unattraktiv. Im Tierreich ist das ganz anders. Es gibt kaum Säugetiere, die durch die Menopause gehen. Es ist wirklich, die meisten Säugetiere gebären, bis sie sterben. Aber eine verwandte Spezies, die durch die Menopause geht, das sind Wale. Die Weibchen nach der Menopause, die werden im Grunde die Anführerinnen ihrer Herde, weil sie die Erfahrung haben, weil sie die Ruhe haben, weil sie sich nicht mehr um die Kälber kümmern müssen. Eigentlich muss die Gesellschaft nur eines anerkennen: Was Frau nicht umbringt, macht sie stärker. Auch die Menopause. Und genau damit kennt sich Dr. Carmen Kirstgen aus, Ärztin für Frauenheilkunde und auch für Naturheilverfahren. Sie praktizieren in Mühltal bei Darmstadt. Hallo. Grüße Sie. Wie erklären Sie sich, dass die Wechseljahre so ein Tabuthema sind bei vielen immer noch? Ja, wir leben einfach in einer altersfeindlichen Kultur. Die Götzen unserer Zeit sind Schönheit, Jugendlichkeit, Sportlichkeit, Sexualität. Und Wechseljahre werden gleichgesetzt mit Altern, Einsamkeit, Krankheit. Da will keiner hin. Und deswegen wird auch nicht so offen drüber gesprochen. Ja. Wir tun das aber und müssen erst mal zwei Begriffe klären. Menopause und Wechseljahre ist ja nicht das Gleiche. Was bedeutet das eine und was das andere? Genau. Die Menopause ist die letzte Blutung im Leben einer Frau.
Und die Wechseljahre ist der Überbegriff. Das ist ein Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Und in diesen 10 bis 15 Jahren ist irgendwann mal die letzte Blutung, die Menopause. Okay, das ist gut zu wissen. Was sind denn die typischen Beschwerden in dieser langen Zeit, über die Zeit, die bei Frauen auftreten können? Die häufigsten Beschwerden sind, oder wann Frau das merkt, dass irgendwas sich verändert, ist die Blutung. Die Blutungen können stärker sein, sie können häufiger sein, sie können einfach anders ausfallen, als sie es kennt, unregelmäßiger. Hitzewallungen, wie im Beitrag schon gesagt, Schlafstörungen, Herzklopfen, Schwindel, aber auch Stimmungsschwankungen und viel später dann erst in den Wechseljahren organische Themen wie Senkungsprobleme oder auch dann Knochenschwund oder eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie vertreten aber die These, dass die Wechseljahre nicht eine Belastung sind, sondern auch eine Chance sein können. Ja. Warum vertreten Sie diese These? Also die Wechseljahre ist ja nicht nur, dass körperlich sich etwas verändert, sondern es ist eine Zeit, in der bei den meisten Menschen viele Sachen dazwischenkommen. Also nicht dazwischenkommen, sondern passieren. Neu sind, ja. Zum Beispiel, die Kinder gehen aus dem Haus. Die Partner stehen sich jetzt nicht mehr nur als Eltern gegenüber, sondern als Partner. Gar nicht so einfach. Oftmals gibt es auch Partnerwechsel. Oftmals müssen Frauen in der Zeit wieder neu ins Berufsleben eintreten, wenn sie das vorher vielleicht gar nicht waren. Es kommt vielfach auch zum ersten Mal sowas wie Krankheit und Leiden und Sterben als Thema ins Spiel, weil Eltern einfach krank werden, zum Beispiel das. Und alle Krisen dürfen wir auch als Chancen verstehen, weil wir uns andere Fragen stellen können. Und das ist eben so dieses typische Alter, wo die alle zusammenkommen Ja. können. Zurück zu den biologischen Dingen, die bei den Wechseljahren passieren. Dagegen, gegen die Beschwerden, die hormonell eben begründet sind, wird manchmal gesagt, sollte man oder könnte man als Frau Hormone nehmen. Da gibt es die synthetischen und die bioidentischen. Welche würden Sie wem wann empfehlen? Also ich selber arbeite nie mit den synthetischen Hormonen, sondern präferiere wirklich die bioidentischen Hormone. Die bioidentischen Hormone werden weitgehend aus Jamswurzel gewonnen und die chemische Struktur gleicht unseren eigenen Hormonen, sodass unser Körper besser die verstoffwechseln kann und die nicht als fremd anerkennt. Ich würde damit arbeiten, wenn eine Frau wirklich leidet darunter. Im Beitrag auch schon gesagt, sind das nicht alle Frauen. Es ist ungefähr 1/3, die wirklich gut durch die Wechseljahre gehen und kaum Beschwerden. Aber solche, die wirklich leiden, die sollten nicht leiden, sondern wirklich zum Arzt gehen und das in Angriff nehmen. Diese Hormone, die Sie in diesen Fällen empfehlen würden, wäre die Rimkus-Methode. Da gibt es aber auch Kritik dran von der Gesellschaft für Gynäkologie, die sagen, das ist noch nicht bewiesen, dass das wirklich wirkt und womöglich ist der Hormonspiegel der Frauen dann zu hoch, quasi künstlich hoch, als wären die noch sehr jung. Was sagen Sie zu diesen Einwänden und generell auch zu den Risiken des Hormonennehmens? Also über die synthetischen Hormone gibt es sehr viele Studien, die sich zum Teil widersprechen, aber trotzdem steht immer wieder im Raum die Gefahr von Brustkrebs. Rimkus, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren damit. Ich habe darunter noch nie solche Nebenwirkungen gesehen, deswegen präferiere ich das. Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die es gibt. Es gibt auch andere bioidentische Hormone und es gibt aber auch zum Beispiel Homöopathie, orthomolekulare Substanzen. Also es gibt ein großes Spektrum. Man sollte es nicht nur auf die Hormone begrenzen. Und insgesamt geht es auch darum, sich eben gesund zu verhalten, gucken, dass die Ernährung und die Bewegung stimmt, um den ganzen Organismus fit zu halten. Und die Hormone sind ein Teil davon, über die man nachdenken könnte. Genau. Vielen Dank Ihnen, Dr. Carmen Kirstgen, für Ihren Rat zu diesem Thema. Also ich würde es wie folgt zusammenfassen. Wenn sich mit dem Älterwerden Dinge verändern in unserem Körper, dann dürfen wir ruhig drüber reden. Die Wechseljahre können raus aus der Schamzone. Und wer richtig Beschwerden hat, sollte seinen Arzt oder seine Ärztin drauf ansprechen, anstatt still vor sich hin zu leiden. Und demnächst reden wir dann auch mal über die Wechseljahre des Mannes. Die gibt es nämlich auch. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Ercan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr darin, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf.